Any poet who wishes to partake in tales of fear and daylight, please board the train with me bound. No! Holiday! Run away! Holiday Chair. Auf nach Applewood, wo es Apfelbäume gibt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll, ganz ehrlich, weil ich habe eigentlich keine Lust, das komplett alles vorzulesen. Das ist ja dann sau viel. Und vor allem, der Chat wartet ja nicht. Also das scrollt dann auch unter Umständen relativ schnell dann wieder weg. Es ist nicht gut für mich. Das ist auf jeden Fall nicht gut für mich. Als jemand, der nicht sehr schnell lesen kann. Ah, okay. Ich schreibe den Global. Der Ort, wo ich gar nicht hingucke. 90% der Fälle. Ja, bestimmt. Ja auch. Ab morgen kann ich da meine Kostüm wegnehmen, weil dann ist nicht mehr Halloween. Dann ist der Twee final zu Asche geworden. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Und daraus ist ein Ori gewachsen. Das ist die Story. Frag mich nicht, wie das funktioniert. Es ist einfach passiert. Es ist einfach passiert. Der Lenz wird aber wieder groß, ja. Das überrascht mich auf. Holiday auf den Schienen. Es wie Zug. Oh, nein, sie verschwindet am Horizont. Das wird nicht. Und eine höhere View-Distanz. Aber die ist, glaube ich, auch nicht höher, wenn man das Spiel auf einem besseren PC hat. Das müsste man, glaube ich, manuell einstellen. Vielleicht. Weiß gar nicht, ob es so geht. Aber das Spiel ist in Unity programmiert. Vielleicht ist das ja relativ simpel. Irgendwie irgendeine Config-Datei oder sowas vielleicht. Oder man muss das Spiel umprogrammieren. Also erstmal in Unity-Programmierung reinkommen. Ne, wieder das Campfire hin. Ich überfalle den Zug. Den Holiday-Zug.
komplett gefüllt mit Schokolade und anderen Süßigkeiten. Ah. Ich frage mich, ob sich jemand das Video auch so lange anschauen wird. Wieso was der Batterie nach einer Stunde schon ab? Also, eigentlich schalten die meisten schon früher ab. Gibt nur wenige, die sich so lange Videos gönnen. Was irgendwo ein bisschen traurig ist, aber ich kann es nachvollziehen, warum man es nicht gönnen möchte. Schön warm da drin. I like pocket lens. No offense, G lens. Oh. So many hot ponies. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Alter. I hope that all the foals and ponies that Twig or tweeted have brought their candy with them tonight. Ja, die habe ich noch dabei. Der mal voll zu behalten. Ich, ich muss warten, bis Nova da ist. Weiß nicht, ob die. Also heute wird sie wahrscheinlich schon noch online kommen, aber wahrscheinlich eher heute Abend. Weil wir haben ja schon 1:11 Uhr. Glücklicherweise ist morgen Feiertag hier in Bayern. Und ja, ich glaube auch in allen anderen alten Bundesländern im Endeffekt. Dass man das immer noch alt und neu nennt. Also Tatsache, dass es schon Jahre her ist eigentlich mit der DDR. Naja, es gibt ja immer noch Unterschiede. Wie eben die Feiertage. Das ist auch so, was recht eindeutig sieht. Get your snacks ready. Welcome the darkness and loneliness which wishes of the desert. You can hear the Coyotes? Ow. Ach so, Kojoten! In the distance, maybe a nearby Eule. Man sagt einfach Uhu in Deutsch, oder? So eine Art. Accent Camp. Ja. Achso, okay. Bei der Musik war. Okay. Ballot used the pony. Yeah. Hearing boss. Wait. Okay. Okay, wieder viel Text. Okay, so first, before we start telling the stories, I want to pilot
ask every pony to please try not to tell stories that are too long. I'd like to keep this compact, kind of timely, but we can always do this again. Das ist aber nicht wirklich related zu irgendwas, da will es nicht an Leib machen. And that said, does any pony have a tale of terror to share? Terror. Dass man das bei Grußgeschichten so sagt im Englischen? Was? Seine Lebensgeschichte? Kommt drauf an, wie diese war. Meditative pain, nobody knows. Just for fun. Schreibt man der Allerheiligen. No, but we like to be polite and let others tell one if they have one. Rolling Stone hat also eine Story. Okay. What's down? Okay. Once upon a time, in a decades past, there lived a pony named Cookie Dot. Okay, das ist ja was man zum Craften braucht. On that day, before Nightmare Night, he was baking so many treats as she could in preparation. Ach so, so viel wie sie konnte als Vorbereitung. Okay. When suddenly she heard a knock at her door. When she answered, she could
The pony running away from her towards the Evershade Forest. Was war denn der Evershade? Ist doch gefährlich. Kann man nicht einfach reinlaufen? Muss mein Headset anstecken, Mist! Oh, ich sollte mal wieder auf mein Handy schauen, fällt mir gerade auf. Da habe ich jetzt schon Stunden aber drauf geguckt. You ran to follow the mysterious pony. You ran and ran into the forest until she got lost. Nein, getting lost ist nicht safe. Und so, wahrscheinlich kann ich jetzt wieder voll viel an meinem Handy zocken. Ja, ist klar. Okay. Ich klicke jetzt ein bisschen auf dem Handy. Ihr könnt ja von mir aus weiterlesen. So wieder lesen, wie ich wieder hingucke. Oh, da steht noch gar nichts Neues. Okay, auch gut. Jetzt wird was Neues geschrieben. Ich habe es aus dem Augenwinkel gesehen. Und schon wieder was Neues. Das ist echt ziemlich krass, dass man in der Lage ist, so weit zu sehen. Weißt du, du schaust auf dein Handy und siehst dann noch, was am Rand deines Auges passiert. Aber du erkennst natürlich nichts mehr scharf. Ganz klar so. Thank you. Okay. When night fell, some say that they could hear a scream coming from the forest. No pony has heard from her since. And some say that mysterious pony still holds the Evershade to this day. Okay. Cookie that was never heard from again. I guess. I guess no Cookie Dots. Oder ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich weiß, dass man das braucht, um Kekse herzustellen, aber ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Aber bei Kekse. Plätzchen sind komischerweise auch Kekse im Englischen. Da frage ich, warum die bei manchen Dingen einfach weniger Unterschied machen. Ich meine, auch wenn es zu Brot kommt. Toast ist bei denen ja anscheinend, ist bei denen ja auch Brot. In dem Sinne, also klar, Toast ist Brot, aber ich meine jetzt, die nennen, glaube ich, auch einfach nur, ja, die nennen halt Toastbrot und als Zeichen, dass es Brot, was bei uns nur als Toast bezeichnet wird eigentlich. Nope, the townsfolk searched for days, but they never found any. Why would you be in the castle? Das ist der einzige sichere Ort. Oh, Geister, okay. The princess is in another castle. Because the princess is always in another castle, never the one you're in. Ich weiß nicht, ob man die jetzt noch Background Story kriegt, aber kannst ja gerne versuchen, danach welcher zu fragen. Und hat auf jeden Fall irgendwas bekommen, weil Text geschrieben wurde. Lass mich mal kurz am Handy zocken. Darf hier keine Zeit verschwenden. But he knows. Might have been. I remember herself. Okay.
Die wäre aber ganz schön groß. Das würde man schon von vornherein erkennen, dass das irgendwie kein ganz normales Pony ist. Die ist ja schon ein Stückchen größer. Und sieht sehr gut aus. Okay, warte mal kurz. Ich muss mein Headset einstecken. Konnte die ganze Zeit lesen. Brauche Strom, sonst höre ich nichts mehr. Und dann hört ihr mich nicht mehr. Das wollt ihr, glaube ich, auch nicht. Obwohl, niemand mag mich hören, glaube ich. So, rein hier. Und rein in den Mikro. USB-Stecker in meinem Headset. Ja, das war noch kein USB-C, als ich mir ein Headset gekauft habe. Da gab es das, glaube ich, noch nicht. Glaube ich. Weiß ich gar nicht. Warte mal kurz, ich muss mein Licht wieder ausschalten, weil jetzt bin ich geweiert. So, zurück für die Spooky Story Action. Die sich wahrscheinlich kaum einer anschaut, weil wahrscheinlich schon 90% der Zuschauer abgeschaltet haben. Vielleicht auch 99. Ich schau gerade auf mein Handy. Aber ich sehe schon, wie der Chat rollt. Ich habe gerade. So. War gerade was anderes zu tun. Okay. Ja. Are there more spooky stories to be told? When the fandom, the last pony on Earth, heard a knock at the door. What kind of story?
We need a ghost story. Ghost! Ghost! Toast! Ja, wir brauchen eine Geister- und eine Truhenstory. Eine Toast-Story. Eine Truhenstory. Ich bin auch schlau. Ich sehe gerade, ich habe das Wort No falsch geschrieben. Vergesst öfters mal einfach das K. Ein bisschen blöd. Holiday spooked. Holy hat eine. Ja, dann mach. This is a cautionary tale for all ponies. Monat, okay. Das, was ich mache, mal Hals einfach total trocken anfühlt. So richtig. Fast schon heiß. Im Grund. Once upon a time, there was a brave fool who looked forward every night to Nightmare Night. A brave fool, very much like you. Wer? Where's you? Der da? Gustalu? In fact, this fool was so brave that he and his friends made a made made a plan for Nightmare Night. What was the plan? They were not going to be babies and gather candy. They were going to go camping in the deep forest surrounding Ponydale. Oh nein? Is it not dangerous there? Ein bisschen am Lag. Ist aber nicht so gut.
Here. So the foal was name was Silver Inky, if that matters, and his wife went set off in search of the best possible campfire site. Warum laggt denn das so, wenn ich was schreibe? Versuche gerade ein GIF zu finden. Und es hängt einfach alles, wenn ich hier Text eingebe. Ja, der laggt total, wenn er lädt. They had always been told that the forest was dark and scary, so they brought along a lantern to light the path, and it did not seem too scary at all. Just trees and wind and consciously hooting of an idol. Hoot hoot! Hä? Wer willst du auf einmal angerufen? Was zur Hölle? Nein! Mein ganzes Discord laggt! Ist gerade ein bisschen blöd. Yep. Yeah, and you can most likely hear me clearly, fluently. I'm still fucking great. I'm still recording, by the way. Just so you know. Oh. I assume so. Oh, you can't. Okay. But I have to continue reading story. Soon they came to a clearing in the forest, the kind of clearing that was perfect for camping out in. They were excited, but glancing around noticed that one of their number, a shy filly, had not reached the campsite they were only for. She probably got scared and ran on home, said one of the ponies. Okay, you can go where you want to go. They all nodded, thinking about how she was rather timid and quarterly. Oh. Okay. Das war jetzt ein bisschen random, aber gut. We need to build a fire, suggested another filly in the group. Let's all gather some firewood. Ja, also Nova hat jetzt gerade prinzipiell gesehen angerufen. Die ist auf der Arbeit, konnte nicht reden. Also auf jeden Fall in diesem Falle nicht.
So they all set off in different directions around the clearing to gather up some small sticks and logs to bring back and build a big fire, much like this one. Also wenn Fohlen so ein fettes Feuer bauen, ja was zur Hölle? Ich meine, das sind das sind keine Äste, das sind volle Baumstämme drin. Also ich meine, was zur Hölle? Cinnamon himself had brought the flint and tinder they would need to make a spark, and soon the bonfire was roaring to life and the forest seemed even less scary. But looking around once more, they noticed now there were only 3 ponies in the clearing. Die verlieren Ponys die ganze Zeit, das ist aber nicht so geil. Ja, gute Frage, warum disappieren alle? Okay. They were all a little shaken, but Cinnamon spoke up. I think he had to go trick or treating with his young brother. Wollen wir mal hoffen? They all had a good laugh at that expense of the ponies who were out gathering candy. That sort of thing was only for babies. Es ist jetzt ein bisschen zu harsh, würde ich sagen, aber okay. Aber gut, wie man es definiert. Zu welchem Alter man Baby definiert. The 3 ponies continued to tell jokes, laughed around the fire log into the night. The fire long into the night. Okay. And as the fire began to dim, they heard it. haben sie nicht genug Holz mitgenommen, dass es die ganze Nacht durchhält? A loud howl coming from just across the clearing in the woods. Was für ein Clearing? Also es ist ein Clearing, das es im Woods gibt. Timberwolves. Cover his face with hat. Okay, das hat Crystal gesagt, das ist nicht die Story. I hear Timberwolves live in these woods. Live in these woods. Das verstehe ich jetzt gar nicht so ganz so gut. Wirklich so.
Kommt mir gerade so vor, als wären das zwei Sätze irgendwie ineinander. Take the smart Billy in the group. Gibt's da auch noch eines macht? Yes, indeed, Crystal Bay. Ah, ja, na gut. There's no such thing as Timberwolves. Then no one told you. My dad says they're just made up to scare little fools. Was sollte dann das sein? I will prove it to you. She hoofed and stood up. I will get one of its branches and show you. Ah ja gut. Wenn du es hinkriegst, einen zu kriegen. They gonna die. Was denn? Das ist eigentlich. Na gut. And the filly stood up bravely and marched across the clearing, stepping away from the light of the fire into the dark forest. Langsam etwas müde. Wo man sagen muss, ich war eigentlich schon 20 Uhr rum müde. Vorhin. Ich finde das ziemlich cool, dass ich diesmal in der MLP-App geschafft habe, bis ans Ende zu kommen und jetzt noch alles fertig gelevelt kriege und noch 3 Tage Zeit habe. Hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich sagen. And the filly stood up bravely and marched across the clearing, stepping away from the light of the fire into the dark forest. They waited and waited, but she never came back with the branch. Hast du ja da keinen gefunden? Ja, was soll sie machen? Sie wollte einen direkt bringen, hat's keinen gefunden, hat's weitergesucht, bis sie sonst wo gelandet ist. Ach, Bravo, ja. Okay, bei Brace hätte ich jetzt auch nicht so verstanden, was das meint. So. Mein Gott. But they never heard the Timberwolf growl either. Das ist schon komisch. Das größte Problem wird, wenn man wieder zurückgeht oder den anderen Eltern erklären muss, wo denn eigentlich ihre Kinder sind. Holiday, she's probably went home, right? Was just scared of being out here. Cinnamon's last remaining friend asked. Maybe? Würde ich jetzt nicht sicher sagen können. Yeah, he nodded, then yawned. Eine Fan war Timbers. Das ist den Chiefs. Yes. They both decided they should try to sleep since it was getting pretty late.
I'm the tree! Jetzt nimmt mir meinen Job weg! Ich bin der Baum. Even thought neither one felt able to sleep. Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Die haben jetzt wahrscheinlich einen richtig. Der Puls ist wahrscheinlich richtig hardcore, der Körper ist einfach vollkommen gefüllt mit Adrenalin. Die war so beide Angst haben. Then I heard the cold wind in the trees, and now much more striding or howling. Ah, howling? Ja, die werden halt lauter. Der Zeit. Weiß gar nicht, ob das. Ist das akkurat? Oder ist zumindest in Erinnerungen. Dass das so dass das so klingt. Dass das so soundet. Genau. Die Eule fragt danach, wo ihr Geld ist. Ja gut. Dafür hast du genau. Also, klingt einfach mehr gruselig. Okay. Wie weit Eulen überhaupt gruselig sind. Cinnamon eventually became too tired to be alert and his eyes dropped. Ja, irgendwann hilft das Adrenalin auch nochmal. Vor allem, weil es dann wahrscheinlich wieder ein bisschen abflacht. Mit der Zeit. Wirkungen lassen nach. Körper kann ich ja nicht die ganze Zeit damit providen, also. Ja. He awoke with a start. It was still dark. He didn't know the time. Aber dachte, ich hätte jemanden reden hören in meiner Nähe. Aber meine Eltern müssten eigentlich schon im Bett sein. Wundert mich das jetzt. Ah. Hey, are you there? He called to his friend, but no pony answered. He rustled around in the tent and looked, but found he was completely alone. Und das ist natürlich sehr scheiße. Weil du dann auch nur so denkst, ja, jetzt aber nicht so gut. Der Owl got tempted to lingo Owl. Oh nein! Aber nein, vergessen eine Sprache zu lernen. Hat sie zu oft vergessen. Oh mein Gott, Mann. He steps outside and could see the moon shining bright through the trees. Old Punish Lessons. Ja, das geht natürlich auch. He called out for his friend, but there was no replies.
Die Eule hat ihn erwischt, die linke Eule. Hat nicht gelernt. Ja. Feeling terrifying and alone, now Cinnamon decided he didn't want to be out here in the dark. Cookie ever stayed alone and ran. Also ich hätte eher das Zelt verbarrikadiert und hätte da drinnen mit irgendeinem Gerät gezockt, bis wieder Tag wird. Aber gut. Der ist oder sonst was. Also ich hätte was dabei gehabt auf jeden Fall. Ich kenne mich. Ich mit einer Powerbank, die man ja genug Strom hat. But even when as he did so, the night darkened. Also es wurde dunkler? Darknet? Aber warte, ich habe das darüber nicht gelesen. He ran down the path towards Ponytail where he would be safe. There was shadow across the moon as sought something huge and looming that covered it. So those does not the wish to partake in the offerings. A voice boomed through the trees, die ich übrigens jetzt nicht verstanden habe. Was heißt partake in the offering? Ich habe keinen Google-Übersetzer gerade da. Wenn ich jetzt nicht erst mal einen Browser starten müssen. Überhaupt wieder Leistung. Die ganze Leistung muss an LOE gehen. Oder mein Aufnahmeprogramm. Cinnamon shivers and the most terrifying of all creatures, the dread mistress of the night, Nightmare Moon, landed before him. Oh! Oh, das ist aber... Ist das nicht Luna? Wo ist Luna? Eigentlich muss ja Luna sein, wenn es so Superman, wenn es Nightmare Moon ist. Wenn es Nightmare Night ist. Nightmare Moon, surely you little fool thought you could celebrate the day of Nightmare Night without me. Das wäre eine gute Aussage, also das wird auch nicht sehr passen eigentlich. Okay, Cinnamon and the other ponies never returned home. Oh, das war kein so freundliches Ende. Ist das jetzt das Ende? Also, jetzt wirklich? Ist das jetzt das Ende? The families looked for them in the forest, but no trace was found. Expect some scratching in the dirt. I fear I might have to stop this little gathering. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was du damit meinst. I should have given her a candy. Hä? Wer sagt das jetzt?
Was ist jetzt euch Marx? Jetzt willst du mir sagen, aber wer genau sagt das denn? And so, what will you do when Diamond comes for you, my little ponies? Dann nehme ich das nächste Gaming-Gerät raus, was ich habe, zock mit der. So sieht's aus. Lad sie auf eine LAN-Party ein. Ja, Gamer Luna. My candy, lol. For I hear her voice in the dark of the desert. And I fear she's already here. Have you gathered enough candy? That is my candy. Hey, meins! Das muss ich noch wem anders geben. Oh, die ist ja komplett schwarz. Da ist eine Nightmare Moon. Nightmare Moon. The magic materialized just nearby the ponies as Nightmare Moon has arrived. Okay. So, through the little folds gather around the campfire of large. Das einfach heißt, dass es groß ist. Okay, das vorhin was Light heißt, geht weg, wie es aussieht. I saw you a while away, and yet you still sit ideally by. Verstehe nicht ganz, wenn du eigentlich ansprichst. Holiday, der ist Nightmare. Angriff! Ah, Lemon joined the leaving ponies. Okay, ciao, Lemon. But I fear you little stories and they shall come to end. For I, Nightmare Moon, demand the candy of the mortals. Of the mortal? Especially from the ones of tiny hoofs over there. Quick, give her an offering of your candy, every pony. My candy! On failure to resist my might, and you shall be shredded under the teeth so sharp you won't be magnified. Safe. Wenn du. Oh, Scheiße. Das kann ich nicht machen.
Ich habe jetzt gerade so gedacht, wenn du kommst, dann zieh ich mich einfach um. Ich in Harmonize-Rüstung hier. Oh, warte mal, ich habe sogar mal, ich habe meine Mulan-Rüstung hier. Kann er was anziehen? Kann er irgendwie einen Slot freimachen? Eigentlich nicht. Ich brauche einen freien Slot zum Switchen. Weil ich kann ja nicht einfach Buddy-Switch machen oder sowas. Das wäre ziemlich geil, wenn es geht. Oder Sachen irgendwo hinlegen, aber das geht ja nicht. Ich würde höchstens 2 Sugar essen. Admiral quickly takes the pies and the candy. Now I must teleport off and feed my royal gods. I shall return with the army of bats and stallions. Okay. Ihr did every Pony. Ich saß die ganze Zeit hier, hab nichts gemacht. Mein Candy. Meins. Wo ist denn Marshmallow with you? Ist das Stück of Candy? Warte mal, was? Der wurde auf einmal roasted, sehr geil. Your kindness to Nightmare Moon and sharing your candies drove her off. It was too late. So remember, every pony always gather up plenty of candy on Nightmare Night. This day should be fun and spooky. And the spooky fun. Im ganzen englischen Lesen ist es jetzt mehr oder weniger auch wieder eine englische Episode, wenn man es so nimmt. Naja. Aber der Hauptpart war eigentlich auf Deutsch. The night should last until a time/time auto. Lol. Also, they found the 5 votes a few days later. The princess had felt sorry for a group of scared fowls staying in the woods alone and had taken them into the castle. She fought off Timberwolves and brought them all home safe. Okay. So geht's natürlich auch. Das ist mal ein Ending. Das ist jetzt ein Last Change, den du gemacht hast? War das original gar nicht so? Well, it was a bit long. I hope maybe somebody else has used the time to have a story.
Ah. Wear yourself false. On the night after Nightmare Night, a babysitter was being hired to watch two votes for the night and make sure they didn't get too hyped on the sugar confection handed out of them. After she puts the votes to bed, the parents asked that she watched TV in their bedroom upstairs because the votes haven't been having nightmares with. We put the kids to the bed easily enough and sat in the parents' room to watch TV, but in the corner of the room there's a large creepy clown statue about life size. Oh, okay. She tries to ignore it, but it's just too creepy. Finally, she calls the dad to ask if she can watch me downstairs instead. But why, he asks. Oh. She tells him that the clown statue is just creeping her out too much. There's pause. Get the children and leave the house, says the dad. We don't have a clown statue. The babysitter then runs into the first bedroom, but they were nowhere to be found. Ich bin mir 100% sicher, dass ich die Story so mal gelesen habe. Oder auf jeden Fall gehört habe. Just then she heard her phone buzzing. Bzz, bzz. Das Pennywise. She hesitated, answered it, and when she does, she can the two folds on the end. Hä? Fehlt irgendwie Wort? Before she can say anything, the others end up hung on her. What? Hung up on her? Was they say unconscious? Oh, hier was überlesen.
Achso. Ah, jetzt verstehe ich. Ich habe quasi aufgelegt. What's a phone? Damit telefoniert man. Ah, fick, shut up, fick. Warum ausgerechnet? Hä? Ich verstehe nicht ganz, warum du ausgerechnet sagst, warum es das sein soll. Versteht nicht ganz deine Logik. Zu welcher Grund? When she ran outside, the two foes were there with one of their... It was all a prank at the end. Lol. Ah, ich sehe jetzt nicht den Joke, da steht ja Pwn. Ein iPhone. Ich weiß nicht, ob sie den Joke versteht, weil ich weiß, ob sie die Handymarke OnePlus überhaupt kennt. One pound. Bevor es der Cloud ist. Hä, warum sie bei Jesus von der Power ausgeht? Das check ich jetzt aber nicht. Das ist schon echt krass, wie lange geht das hier? Holiday cheer, so it's getting kind of late and I know we haven't had too many stories yet. Was in disguise, lol. If any pony has any more stories, we can go ahead. Muss man nicht sagen ahead? Oder otherwise we might call it a night. Why not calling it a day? Ich meine, es ist schon Tag für mich, wenn man so sieht. 2:20 Uhr. But I don't want to have hooked all the time. Hooked.
Ja. Jetzt hat er irgendwie gleich noch ein kleines RPG mit bei. Also ein kleines Roleplay, kein RPG, kein Roleplaying Game. Yours were both also excellent and spooky. Glad you came to these events rolling. We should try to have more camputs now that we have a fun area like this camp in here, I guess. I just want to say thank you to all the bones who made Nightmare Week happen and to all the new and old friends who have been here for it. Yeah. Muss jetzt aufstehen. ähm. Go out and have a spooky rest of your night or day or whatever time is it for you. Wie man es definiert. 2 Uhr in der Früh. Warum soll ich dich darüber fragen? Ich kenne dich nicht mal. Ist mir doch wurscht, wo du hingehst. Und vor allem, warum ein Wieso? Er geht in Urlaub, weil man halt in Urlaub geht. Da hat man nicht unbedingt einen extra Grund, würde ich was sagen. Aber mache davon am Diamantenhunde. Ja gut, das ist natürlich dann schon nervig, weil kann daran nicht so gut sitzen und Storys erzählen, wenn er damit das Ganze. I really do hope we can do more fun thing together. Things. What it goes. Hä? Schauen wir einfach mal, wie lang Holiday noch da bleibt. Und so lang bleibe ich da. Potenziell. Auch wenn jetzt wahrscheinlich keine Storys mehr kommen oder so. Ah. Good night and happy nightmare night, everybody. Dir auch. Oh. Da disconnected Holiday hier. Gut.
damit ist das Event ja, denke ich mal, zu Ende. Ich würde dann mal sagen, bewerten nicht vergessen. Und ich habe keine Ahnung, ob ich den Part cutte oder nicht. Werden wir dann sehen. Ciao.